Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich ist es wieder soweit, Weihnachten steht vor der Tür und wir können anfangen, Plätzchen zu backen. Ich habe euch heute ein einfaches Rezept für Schokoladen-Cantuccini mitgebracht. Dafür als erstes 125 Gramm weiche Butter, 2 Eier, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und eine Prise Salz in eine Rührschüssel geben, mit einem Mixer für 2 bis 3 Minuten verquirlen. Und wenn das erledigt ist, nach und nach 300 Gramm Mehl dazugeben und unterrühren, bis das gesamte Mehl eingearbeitet wurde und ein glatter Teig daraus entstanden ist. Zum Schluss kommen noch 100 Gramm Schokostücke sowie 100 Gramm gestiftete Mandeln dazu. Die Schokostücke und Mandeln unterheben, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben. Und dann sind wir damit auch schon fertig. Als nächstes den Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben, mit den Händen flach drücken, zu einer Art flachem Brotlaib formen. Ihr könnt, wie ich es hier mache, einen großen Laib formen oder aber auch 2 kleinere und dann nebeneinander aufs Blech setzen. Ganz wie ihr wollt. So kommt das Backblech jetzt in den vorgeheizten Backofen für etwa 25 bis 30 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Das Backblech nach der Backzeit aus dem Ofen holen, ein paar Minuten auf dem Blech abkühlen lassen und dann können wir den Teig portionieren. Einfach mit einem Messer in etwa 2 cm dicke Scheiben schneiden. Wenn euch die Cantuccini so zu groß sind, könnt ihr sie natürlich auch nochmals mittig halbieren. Alle Plätzchen dann mit der Schnittfläche nach oben wieder zurück auf das Backblech legen. Für weitere 8 bis 10 Minuten in den Ofen schieben, bis die Cantuccini goldbraun und knusprig sind. Die fertigen Plätzchen dann aus dem Ofen holen, etwas abkühlen lassen und servieren. Alternativ könnt ihr sie natürlich auch in einer Plätzchendose lagern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.